Die XP ist immer noch halbiert, aber auch die Drops. Das Schlimme ist, dass auch die Drops halbiert sind. Deswegen ist es vor allem Time Waste. Weil du auch nur die halben Drops bekommst. Und ich meine, man levelt ja eigentlich eh nicht wegen am Geld. Man levelt ja eigentlich eh nicht wegen am Geld. Oder wenn man jetzt wirklich heftig Geld verdienen will und man hat High-Level-Equipment und so und kann High-Level-Bosse und Dungeons farmen, dann geht man eigentlich nicht leveln, um Geld zu verdienen. Aber wenn ich schon leveln gehe, dann will ich natürlich trotzdem auch dann das Geld vom Leveln. Und beim Master Grind ist es dann halt so, dass du das Geld eben nicht bekommst oder halt eben nur die Hälfte davon. Und du machst jetzt ja auch nicht einfach mal so, mir nichts, dir nichts, hier mal schnell Master. Also ich meine, es geht schon verhältnismäßig schnell, vor allem wenn du es nur mit 2 Chars machst. Aber es sind trotzdem einige Stunden, die du da reinsteckst. Also, ich meine, es ist echt schwer zu schätzen, weil es ja doch wirklich stark vom Equipment abhängig ist. Wenn du so richtig pervers krankes Equipment hast, dann schaffst du es schon deutlich schneller als jemand, der jetzt nur gutes oder mittelmäßiges Equipment hat. Also es ist jetzt schwer zu sagen. Aber also 100 Stunden sind Minimum weg. Und wahrscheinlich viel mehr bei den meisten Leuten. Also, du musst da nicht nur 120 Master machen, du musst ja Hero machen für die 2 Stat-Page. Aber das ist ja auch nur die Minimalbelohnung. Jetzt geht es ja sogar bis 160 Hero. Das würde auf jeden Fall ewig dauern. Aber der einzige Vorteil bei 160 Hero, was jetzt neu dazugekommen ist, tatsächlich ist so, dass man ab 141 Cursed Dungeons farmen kann. Und das heißt, man könnte ab 141 Cursed Dungeons farmen und man dürfte halt einfach nur nicht Last-Hitten. Also wenn jetzt ein 1v1 DPS ist im Cursed Dungeon, könnte man trotzdem mitgehen. Oder mitgenommen werden, sagen wir es mal so. Am besten ist wahrscheinlich, man tötet einfach gar nichts. Man nimmt den Char einfach nur mit und der levelt passiv nebenbei so ungefähr. Party of Level vielleicht oder so, keine Ahnung. Irgendwie so. Das wäre vielleicht ein Vorteil. Weil bei den normalen Monstern ist es den Leuten gleich schon fast egal. Weil die droppen eigentlich hier fast nichts. Nicht wirklich. Aber ja. Könnte vielleicht ein Vorteil sein. Aber da muss man halt aufpassen. Wegen der halbierten Droprate. Also der Master sollte auf jeden Fall nicht den Boss töten. Oder sonst irgendwas wirklich Relevantes. Achso, wobei. Ja, wobei bei. Achso, nee, als Master kann man keine Dungeons machen, ne? Na, meint, als Master kann man ja keine Dungeons machen. Stimmt. In dem Fall macht es aber echt keinen Sinn. Damn. Ja. Damn, ne, es geht tatsächlich doch nicht. Du darfst als Master keine Dungeons machen. Nevermind. Also ich meine, normalerweise macht das schon Sinn, dass Master keine Dungeons machen können, aber bei Cursed Dungeons macht es dann wiederum keinen Sinn. Weil das höchste Equipment im Spiel ist für 150 und wenn du 141 Master bist, hast du ja nur Nachteile davon, als Master in Dungeon zu machen. Also eigentlich unlogisch, also vielleicht ist es da auch anders, keine Ahnung, glaube ich jetzt aber nicht. Ich glaube, die Regel ist einfach generell, Master darf nicht in Dungeons gehen. Aber eigentlich ist es unlogisch, weil du hast ja eigentlich nur Nachteile davon. Ein normaler Level 141er Charakter kann theoretisch das gleiche Equipment tragen wie ein 141er Master. Also beide können 150er Equipment tragen. Der Non-Master muss es halt Level Down machen. Und der Master kann es halt einfach so tragen. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht wirklich ein Vorteil. Na gut. Aber ja, dann streich das wieder. Ja, dann ist es echt ätzend. Also 160 ist katastrophal, aber gut, wie gesagt, 125 ist für die meisten das einzig Relevante. Das zweite Stat-Page. Aber das lohnt sich halt aufgrund der Drops irgendwie auch nicht so heftig. Und es dauert auch einfach recht lange. Für die meisten ist es wahrscheinlich chilliger, man kauft sich einfach den Battle Pass, weil da kriegt man auch eine zweite Stat-Page. Der Nachteil ist halt, dass du den Battle Pass immer wieder kaufen musst, weil die Stat-Page halt nur so lange hält, wie der Battle Pass active ist. Und den Battle Pass kann man immer nur für einen Monat kaufen. Ja, so ist das. Es soll ein paar Haufen Penny ausgegeben für Standard Blade Equipment. Bist gespannt, ob das überhaupt möglich ist, Free-to-Play weiterzuspielen? Ach, natürlich ist es möglich. Nicht unbedingt die beste Wahl, Blade als erste Free-to-Play-Klasse. Was vor allem im Low-Level ein bisschen mühselig ist. Weil das Leveln wird immer mühselig bleiben als Blade. Meiner Meinung nach zumindest. Aber
kannst es jetzt eh nicht mehr ändern. Nur für ein bisschen Fashion und Stats. Eigentlich überwiegend Fashion, ja. Und halt die zweite Stat-Page. Vor allem das Lustige ist, es gibt halt, das ist eigentlich echt irgendwie auch schon fast ein bisschen kontraproduktiv. Du kriegst mit Level 120 kriegst du den sogenannten Meisterumhang. Master Cloak. Und der sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. Und mit 160 kriegst du einen Hero Cloak und der ist eigentlich sehr ähnlich. Bisschen anderes Layout, bisschen anderes Design. Aber du kriegst quasi 2 Cloaks. Und man kann ja keine 2 Cloaks tragen. Es ist auch schon wieder so. Ich meine, ja, es ist ein anderer Cloak und man könnte auch sagen, ja, er sieht cooler aus. Aber wenn hast du dann einfach 2 coole Cloaks, aber du kannst nur einen tragen. Also eigentlich auch irgendwie so ein bisschen so, so. Ist ja irgendwie auch blöd, dass man dann 2 Cloaks von der gleichen Mechanik bekommt irgendwie. Wäre halt cooler, wenn sie da eine Maske gemacht hätten oder so. Das ist halt alles irgendwie manchmal nicht so ganz durchdacht, habe ich das Gefühl. Also ich meine, ja, wenn du den Cloak cooler findest mit 160, dann holst du ihn dir und dann schmeißt du den anderen weggefühlt. Also gut, das macht wahrscheinlich keiner. Aber tausch ihn halt dann aus und legst den anderen auf die Bank. Also an für sich ist das schon so, naja. Hätte man auch was anderes machen können. Ich meine, es gibt so viele Skins in dem Game. Es gibt Masken, Speedsets, Cloaks, wobei ein Set kriegt man mit 160 auch. Aber es gibt halt auch so viele andere Sachen. Waffenskins hätten sie auch machen können, Hero-Waffenskins oder so. Aber stattdessen machen sie einfach 2 Cloaks, einen Master Cloak und einen Hero Cloak.